Während des letzten Community-Events mit dem Microsoft Flight Simulator haben wir uns quasi über den Wolken ganz spontan über den ETS und mögliche Eingabegeräte ausgetauscht. Da die von mir verwendete Hardware zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos recht aktuell ist und ihr Interesse gezeigt habt, sehen wir uns hier in diesem Video einmal gemeinsam das Moza TSW Truckwheel, eine passende Wheelbase, Pedale, den sogenannten Multifunction Stalk sowie eine passende Tischklammer einmal genauer an. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Eines vorweg, die Shops, bei denen ich mein Setup hier bestellt habe und mit denen ich sehr gute Erfahrungen gesammelt habe, verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Aktuell braucht man hier ein bisschen Geduld, denn die einzelnen Komponenten sind aufgrund der hohen Nachfrage teilweise vergriffen. Es gibt beispielsweise auch ein Truckwheel Bundle von Moza, welches zum Zeitpunkt der Erstellung des Videos allerdings bei einem europäischen Reseller oftmals Lieferzeiten ab Februar oder März 2025 hat. Diese Situation und die Tatsache, dass ich auch viel auf Xbox unterwegs bin, führte mich zu einem R3-Bundle, was das genau ist, darauf kommen wir noch zu sprechen, welches als einziges Bundle ein Lenkrad beinhaltet, das im gesamten Moza-Sortiment aktuell das einzige Konsolen, genauer gesagt Xbox-kompatible Lenkrad ist. Das Racing Wheel hat einen Durchmesser von 28 cm, 22 Buttons und bewegt sich im Preiseinstieg, was man am Kunststoff-Lenkrad-Kranz tatsächlich auch sehr spürt. Eine kleine Tischklammer liegt im Bundle ebenfalls bei. Beides, also diese kleine Tischklammer und auch das Racing Wheel, brauchen wir in diesem Setup jetzt für heute erstmal nicht. Die erste Komponente, die wir jetzt hier mit einbeziehen, sind die Pedale. Die sogenannten SRP Light Pedals sind genau jene, welche dem R5 Truckwheel Bundle beiliegen. Von den Einstellmöglichkeiten, wie hier gezeigt, bleibt für meinen Verwendungszweck kein Wunsch offen. Die Pedale lassen sich seitlich verschieben, die Platten nach oben und unten jeweils passend und bei Bedarf könnte man eine Kupplung ergänzen. Die Verarbeitung macht hier einen sehr guten Eindruck. Alles ist aus Metall und der vorhandene Druckpunkt an Bremse stärker wie am Gaspedal für mich absolut ausreichend. Wem das an der Bremse zu wenig Druck sein sollte, der kann mit einem Performance-Kit entsprechend nachrüsten. Verbunden wird das Ganze nicht mit dem PC direkt, sondern mit der Wheelbase über ein Datenkabel. Direkt daneben würde man hier eine ergänzte Kupplung anschließen. Anti-Rutschfüße sind ebenso angebracht wie ausreichende Möglichkeiten, um das Ganze direkt irgendwo anzuschrauben. Wie erwähnt, enthält mein gekauftes Bundle die sogenannte R3 Wheelbase. Diese hat ein maximales Drehmoment von 3,9 Newtonmeter und mit dieser Entscheidung bin ich etwas ins Risiko gegangen, denn dem eigentlichen Truckwheel Bundle liegt die sogenannte R5 Wheelbase bei und diese hat dann 5,5 Newtonmeter maximales Drehmoment und ist damit etwas stärker. Meine Vermutung, dass die R3 für meinen Verwendungszweck, also für Simulatoren, wie beispielsweise den Eurotruck bzw. American Truck Simulator, den Landwirtschaftssimulator oder auch Bussimulator, kräftemäßig, also was das Force Feedback angeht, ausreicht, hat sich für mich voll bestätigt. Links oben sehen wir hier den Anschluss, der zum PC führt, rechts oben den Stromanschluss, daneben den Power-Button, um ein- und auszuschalten und darunter liegend alle Anschlüsse für sämtliches Zubehör, also zum Beispiel Handbremse, Schaltung, Pedale und so weiter. Worauf ich mit am meisten gespannt war, war selbstverständlich das Truckwheel selbst. Und hier kann ich vorwegschicken, hat Moza einen absoluten Volltreffer gelandet. Hier haben wir nun 40 cm Durchmesser, 14 hintergrundbeleuchtete Tasten sowie 2 Aluminiumrädchen und 2 sehr flach anliegende Joysticks. Über dem Moza-Logo haben wir hier im Übrigen auch noch ein LED-Lichtband, welches intelligente Telemetrie unterstützt. Der innere Rahmen des Lenkrads besteht aus einer 4 mm dicken Aluminiumlegierung und der Lenkradkranz ist komplett mit Mikrofaserleder überzogen und von Hand vernäht. Auf der Rückseite finden wir den bewährten Quick Release aus Vollaluminium, worüber sich das Truckwheel in Sekundenschnelle mit jeder Moza Wheelbase verbinden lässt. Das offene Ökosystem von Moza lässt außerdem eine Montage an Basen von Drittanbietern zu. Wer sich hierfür interessiert, findet entsprechende Links unten in der Videobeschreibung. Eine weitere sehr wichtige Komponente ist die Tischklemme. Wie wir nachher noch sehen werden, ermöglicht diese eine Montage nicht auf, sondern vor dem jeweiligen Tisch in unterschiedlichen Höhen und auch der Neigungswinkel ist verstellbar. Die Klemme besteht komplett aus Metall und ermöglicht die perfekte Platzierung
Platzierung des Lenkrads. Insofern man nicht bereits eine entsprechende Platzierungsmöglichkeit zu Hause hat, kann man auf diese Tischklemme im Grunde nicht verzichten. Mit insgesamt 4 Schrauben wird das Ganze an der Wheelbase befestigt. Die Metallplatte, die wir hier vorne jetzt sehen, gehört bereits zum sogenannten Multifunction Stalk. Diese wiederum ist eine eigenständige zusätzliche Komponente und kann auf 2 unterschiedliche Arten an jeder Moser Wheelbase befestigt werden. Das geht ganz einfach. Man entfernt hier diesen Metallring, der mit Magneten haftet, und darunter liegend werden dann entsprechende Möglichkeiten freigelegt. Je nachdem, welche Wheelbase ihr habt, befestigt ihr mittels Schrauben diesen Multifunction Stalk entweder direkt auf der Wheelbase oder eben über die von mir gezeigte Metallplatte. Dem Multifunktionshebeln liegt dann auch außerdem eine Verlängerung für die Wheelbase bei, damit der richtige Abstand zwischen dem Lenkrad und den Hebeln hergestellt werden kann. Die Hebel selbst sind dann Hebeln in Fahrzeugen entsprechend nachempfunden und fühlen sich tatsächlich auch so an und sind super verarbeitet. Insgesamt erweitert ihr das gesamte Setup darüber um weitere 28 programmierbare Möglichkeiten. Auch die Blinker fühlen sich plötzlich super realistisch an und funktionieren perfekt. Das Ganze wurde mechanisch gelöst, indem man, wenn man jetzt hier zum Beispiel nach rechts blinkt, eine kleine Nase im Bereich der Achsenbewegung ausgestellt wird, die, sobald ich die Lenkbewegung wieder in die Ausgangsposition zurückstelle, diese kleine ausgestellte Nase zurückdrückt und den Hebel somit ebenfalls in seine Ausgangsposition zurückbringt. Die softwareseitige Unterstützung ermöglicht sogar ein reines Antippen der Blinker. Insofern ich also den Hebel nicht komplett durchdrücke, sondern nur antippe, blinke ich in die jeweilige Richtung 4-mal. Dazu muss man in der Moser Pithouse Software, das Ganze sehen wir uns später noch an, die Konfiguration in meinem Fall für den ETS2 entsprechend laden. Am Blinkerhebel können wir außerdem noch das Licht entsprechend einstellen, einschalten, Fernlicht und so weiter. Über den Hebel darunter lässt sich perfekt der Tempomat steuern und der Hebel auf der rechten Seite ist für den Scheibenwischer zuständig. Der Multifunction Stalk ist mit gut 220 € nicht ganz günstig. Ich möchte auf den Mehrwert, den dieser bringt, jedoch in der Simulation zu keinem Zeitpunkt mehr verzichten. Allgemein erwähnen und zeigen wollte ich noch ganz kurz die Verpackung von Moser. Das Lenkrad hier war auch nochmal ursprünglich in Folie eingeschlagen, die ich zum Zeitpunkt der Erstellung des Videos nicht mehr hatte, aber ausnahmslos jedes Zubehörteil war super verpackt und bereits beim Auspacken erkennt man die Wertigkeit und den hohen Standard, den man hier umsetzt. Wir wechseln einmal rüber in mein Setup und ich zeige euch, wie ich das Ganze hier an meinem Tisch installiert habe. Aktuell sind 4 Kabel verbaut. Einmal die Stromversorgung zur Wheelbase, dann das Kabel von der Wheelbase zum PC, das Kabel vom Multifunction Stalk zum PC, denn dieser ist separat angeschlossen an den PC, und das Kabel von der Wheelbase runter zu den Pedalen. Und um eventuell noch die ein oder andere Idee mit auf den Weg zu geben, schauen wir hier mal genauer hin. Alle Kabel laufen unter dem Tisch und sind mit variablen Kunststoffschellen, die sich jederzeit öffnen lassen, angeschraubt. 3 der 4 Kabel gehen dann nach hinten einmal komplett raus und das eine Kabel, das Datenkabel, geht dann entsprechend an die Pedale ran. Dieses habe ich durch ein handelsübliches 3 Meter Datenkabel ersetzt, da mir das beiliegende 2 Meter lange Kabel zu kurz war. Die Pedale haben zwar Anti-Rutsch-Pads, dennoch habe ich hier ein Brett entsprechend in den Schreibtisch eingeschraubt, an dem die Pedale anliegen und ein Verrutschen somit komplett ausgeschlossen ist. Im Anschluss wurden dann alle Kabel an die Wheelbase angeschlossen und die Klammer am Tisch befestigt. Bis zu 7 cm darf die Tischplatte dabei stark sein und die Klammer selbst ist an der Innenseite jeweils ausgeschäumt, sodass die Tischplatte keinen Schaden davon trägt. Dann kann der Neigungswinkel noch auf bis zu 75 Grad angestellt werden und im Anschluss das Lenkrad über den Schnellverschluss aufgesteckt. Dies wiederum geht in Sekundenschnelle, egal ob ich das Lenkrad anbringe oder entnehmen möchte. Und wie man jetzt hier sehr gut erkennt, hängt der gesamte Aufbau vor dem Tisch ein Stück nach unten versetzt. Dadurch entsteht eine sehr gute Sitzposition, die Arme sind nicht zu hoch, es entsteht kein Chopper-Feeling und die Sicht nach vorne, also auf den Monitor, ist perfekt. Wer möchte, kann sein Setup jetzt hier noch um so einen handelsüblichen Drehknopf zum Beispiel ergänzen. Dieser lässt sich ohne Probleme am Lenkrad anbringen und unterstützt beispielsweise in Simulationen wie dem Landwirtschaftssimulator. Bei Bedarf selbstverständlich auch in jeder anderen Simulation. Was wir uns jetzt mal ansehen,
sehen, ist die Software, die sogenannte PitHouse-Software. In meinem Fall installiere ich diese auf Windows 11. Auch die Begleit-App fürs Handy habe ich installiert. Dort sollen dann ebenfalls viele Detaileinstellungen möglich sein. Genauer angesehen habe ich mir die Handy-App jedoch bisher noch nicht. Ganz anders hier am PC. Nach der Installation haben wir hier unser entsprechendes Moser PitHouse-Icon und klicken darauf. Voraussetzung dafür, dass alles entsprechend erkannt wird, ist selbstverständlich, dass die Wheelbase eingeschalten ist. Und wenn man hier nun beispielsweise am Lenkrad dreht, dann erkennt die Software das sofort. Was mir beim erstmaligen Start aufgefallen ist, dass das Lenkrad auf dem Kopfstand laut der Gradzahlangabe oben allerdings auf 0% war, also eigentlich richtig herum dargestellt werden sollte. Dies liegt einfach daran, dass wir in diesem Setup mit genau dieser Tischklammer die Wheelbase verkehrt herum montieren, also im Prinzip auf dem Kopf stehend. Bedeutet, wir drehen das Lenkrad einmal in die gewünschte Position hier vom Bild her und gehen dann einmal rechts unten auf Center. Die App speichert das ab und stellt es in Zukunft entsprechend dar. Das Ganze ist sehr übersichtlich. Links haben wir unsere Gerätschaften, auf der rechten Seite verschiedene Simulationen und in der Mitte die Hauptelemente unseres Setups. Ich kann jetzt hier im Rahmen dieses Videos nicht auf jede Detailinformation eingehen bzw. in jedes Untermenü reingucken und möchte das Ganze lediglich grob zeigen. Für die Wheelbase kann man Presets entsprechend aufrufen oder komplett individuell einstellen. Was ihr parallel mit einbeziehen müsst, sind selbstverständlich dann auch die In-Sim-Einstellungen. In meinem Beispiel hier, also mit dem Euro Truck Simulator 2, sind auch diese sehr umfangreich und detailliert einstellbar, gerade was das Force Feedback angeht. Im nächsten Punkt geht es dann zum Lenkrad und hier können wir zum Beispiel jeden Knopf farblich einzeln definieren, also die Hintergrundbeleuchtung festlegen. Auch auf die LEDs der RPM-Anzeige, also der Lichtbandanzeige über dem Moser-Logo, haben wir jederzeit Zugriff, können Farbe und Ausschlagszeitpunkt festlegen und auch die Telemetrie entsprechend einstellen. Im Euro Truck Simulator war das für mich jetzt wenig relevant, weshalb ich die Funktion deaktiviert habe. Auch wichtig, unten gibt es dann die Möglichkeit, das Preset abzuspeichern, was man tun sollte. Im nächsten Punkt geht es um die Pedalerie und hier sehen wir beispielsweise im oberen Bereich ein Band durchlaufen und je nachdem, auf welches Pedal wir jetzt hier steigen, sehen wir einen entsprechenden Ausschlag. Grün ist das Gaspedal, rot die Bremse. Da in meinem Setup keine Kupplung eingebaut ist, haben wir im entsprechenden Feld auf der linken Seite keine Reaktionen. Die Kurve zum jeweiligen Pedal können wir hier jetzt wieder entweder individuell festlegen oder eines der Presets nutzen. Auch hier können wir im unteren Bereich wieder entsprechend abspeichern oder auch Settings laden. Über die nächsten Punkte können wir etwas schneller drüber gehen. Zum einen gibt es hier die Displays von Moser, dann einen Moser Hub, verschiedene Möglichkeiten für die Schaltungen sowie eine Handbremse. Sollte ich im Laufe der Zeit mein Setup entsprechend ergänzen, gehe ich näher darauf ein. Was ich wiederum verbaut habe, ist der Multifunction Stalk. Hier sehen wir dann beispielsweise bei Bewegung eines Hebels die entsprechende Darstellung hier in der Grafik. Außerdem können wir hier oben die Button-Nummern entsprechend aktivieren und uns anzeigen lassen, welcher Knopf welche Nummer hat. Das Ganze, und da gehen wir nochmal ganz kurz zurück aufs Lenkrad, lässt sich im Übrigen auch am Lenkrad darstellen, also die Anzeige der Button-Numbers, was bei den Einstellungen später in den Simulationen natürlich extrem unterstützt und hilft. Auf der rechten Seite haben wir nun die Möglichkeit, Presets einzustellen, je nachdem, welche Simulatoren wir konfiguriert haben. Wie das funktioniert, darauf gehe ich gleich nochmal genauer ein. Im nächsten Punkt auf der linken Seite kommen wir dann in die Update-Möglichkeiten. Jeder einzelne Baustein im Setup hat die Möglichkeit, entsprechend per Update mit Zusatzfunktionen und Aktualisierungen versorgt zu werden. Und hier macht es natürlich absolut Sinn, nicht nur nach der Erstinstallation einmal reinzugucken, sondern schon von Zeit zu Zeit mal zu checken, ob es denn entsprechende Updates gibt. Im vorletzten Punkt kommen wir zu den allgemeinen Einstellungen zur App. Und hier sei vielleicht erwähnt, was die Sprache entsprechend angeht, war die komplette Software auf Chinesisch gestanden nach der Installation. Und wenn ihr die auf Englisch umstellt, müsst ihr einen Neustart durchführen, damit die Sprache auch wirklich auf Englisch bzw. in eurer Sprache, die ihr ausgewählt habt, auch wirklich dargestellt wird. Deutsch ist bisher nicht dabei. Was ich für mich hier noch aktiviert hatte, ist der sogenannte Dark Mode, sodass die komplette App in dunklen Farben dargestellt wird, was für mich immer etwas angenehmer ist. Auch die Bluetooth-Unterstützung aktiviert ihr hier beispielsweise, wenn ihr parallel mit der Handy-App arbeitet, oder aber ihr zieht euch hierüber auch die Updates für die App an sich. Über den letzten Punkt aktivieren wir den Browser und die sogenannte Knowledge Base und haben hier nochmal sämtliche Details zu allen möglichen Komponenten.
Wir gehen zurück in die Erstansicht und dort auf die rechte Seite, wo die ganzen Simulatoren zu sehen sind. Und ich kann jetzt selbstverständlich nicht sagen, wie relevant das bei den anderen Simulatoren ist. Beim Euro Truck Simulator 2 ist das schon sehr relevant. Ihr müsst die jeweilige Simulation jetzt hier nicht zwingend über diesen Punkt starten, aber konfigurieren solltet ihr diese auf jeden Fall. Erst nach der Konfiguration des ETS2 war bei mir beispielsweise im Punkt Multifunction Stalk der Blinker so konfiguriert, dass er beim Antippen beispielsweise nur 4-mal blinkt oder beim Festarretieren des Blinkers dieser beim mechanischen Zurückspringen am Multifunction Stalk auch softwareseitig, also im ETS2, wieder mit ausgeht. Und jetzt sehen wir uns das Ganze einfach einmal in der Praxis im ETS2 an. Was ich bisher noch gar nicht erwähnt habe und um das es jetzt hier in diesem Video auch eigentlich gar nicht gehen soll, ich verwende innerhalb meines Setups hier außerdem auch den Tobii Eye-Tracker 5. Das nur noch als ergänzende Information, falls sich jemand fragt, wie dreht er denn hier eigentlich die Ansicht. Auch der Tobii Eye-Tracker 5 ist eine hervorragende Ergänzung, allgemein bei Simulationen, wie ich finde. Und diesen habe ich hier in meinem Fall jetzt so konfiguriert, dass er ausschließlich auf Kopfbewegungen reagiert. Bedeutet, wenn ich beispielsweise irgendwo abbiege und nach links und rechts gucken möchte, um den Verkehr zu sehen, passiert das in meinem Fall ganz realistisch durch die entsprechende Kopfbewegung. Was hier neben dem tollen Fahrgefühl natürlich durch Pedale und Lenkrad sehr gut zu erkennen ist, wie ich finde, die Funktion der Blinker, die perfekt und komplett realistisch wie in einer reellen Situation auf der Straße funktionieren. Und gerade dieses Fahrgefühl entwickelt sich erst dann, wenn man den Multifunction Stalk mit einbezieht. Klar, im anderen Fall hat man entsprechende Tasten am Lenkrad selbst, auch das geht, selbstverständlich. Aber mit den Hebeln an der Seite ist das schon nochmal um einiges realistischer. Und das selbstverständlich nicht nur wegen der Blinker, sondern beispielsweise auch wegen dem Tempomat oder wenn es dann anfängt zu regnen und ihr rechts den Hebel entsprechend nutzt. Auch Force Feedback ist ab dem Zeitpunkt, ab dem ihr im LKW sitzt, sofort spürbar. Sogar wenn der LKW selbst noch gar nicht an ist, spürt ihr es, da sich das Lenkrad durch die fehlende Unterstützung sehr schwer bewegen lässt. Auch aufgeraute Randmarkierungen, wie sie bisher schon immer zu hören sind im ETS2, sind plötzlich auf der jeweiligen Seite des Lenkrads deutlich zu spüren. Schlaglöcher, Bodenwellen, Kollisionen, Reibungen durch verschiedene Arten der jeweiligen Bremssituationen sind auch spürbar. Und das Gute ist, im ETS2 ist alles individuell einstellbar, sodass, sollte es einem bei dem ein oder anderen Punkt eventuell zu viel sein, man reduzieren oder sogar komplett deaktivieren kann. Vom Auftrag her fahren wir hier einen entsprechenden Winterland-Event-Auftrag. Das Winterland-Event hat einzelne Aufträge, in dem ihr gemeinsam mit der ETS2-Community ein übergeordnetes Ziel verfolgt und aber auch individuelle Belohnungen bekommt, im Sinne von weihnachtlicher Gegenstände für euer Führerhaus oder den Truck selbst. So wie ich das verstanden habe, fand das auch schon in den letzten Jahren um Weihnachten herum statt. Da ich in 2024 erstmalig im ETS2 unterwegs bin, ist das eine Premiere für mich. Das Ganze ist zeitlich, wie erwähnt, auf die Weihnachtszeit begrenzt und bringt durch die tolle Winterlandschaft und weihnachtliche Untermalung zusätzliche Stimmung in die entsprechende Jahreszeit. Wie erwähnt, müsst ihr in der jeweiligen Simulation, in der ihr das Mosa-Setup verwendet, eventuell diverse Punkte aktivieren. Im ETS2 ist das beispielsweise die genaue Definition der Art der Eingabe. So müsst ihr hier beispielsweise das Lenkrad aktivieren, ihr müsst die Multifunction Stalks auswählen, das Force Feedback nach Belieben einstellen und verfeinern, auch die korrekte Funktion der Achsen einmal checken und zur Unterstützung könnt ihr hier beispielsweise auch eine Schnelleinrichtung des Lenkrads durchführen. In Kombination mit der Mosa Pithouse App lassen sich dann auch problemlos alle Tasten und Knöpfe entsprechend zuweisen.
Im ETS 2 könnt ihr über die sogenannte Motorresonanz, die ihr im Force Feedback Menü findet, die Vibration des Lenkrads nach dem Start des Motors beeinflussen. Und um hier nochmal die R3 Wheelbase zu erwähnen von Moza und deren Kraft mit 3,9 Newtonmeter, das Force Feedback der Motorresonanz, also der Vibration jetzt hier am Lenkrad, wie man auch sehr schön sehen kann, steht bei mir aktuell auf 30%. Und auch sonst ist die R3 Wheelbase für Simulationen dieser Art meiner Meinung nach völlig ausreichend. Wie zu eingangs erwähnt, liegt dem Moza Trucking Bundle die etwas stärkere R5 Wheelbase bei mit 5,5 Newtonmeter Drehmoment. Wer in das ganze Thema einsteigen möchte und keinerlei Komponenten aktuell zu Hause hat, dem ist selbstverständlich auch dieses Bundle zu empfehlen, da es kostentechnisch auch am interessantesten ist. Das Trucking Bundle mit der R5 Base liegt bei 599 €. Gemeinsam mit dem Multifunction Stalk, der separat aktuell bei 215 € liegt, kommt man dann ohne Versand insgesamt aktuell auf 814 €. In meinem Fall mit dem R3 Bundle, welchem eine zusätzliche Tischklammer beiliegt und selbstverständlich dann auch das Racing Wheel, welches dann auch an Xbox betrieben werden kann, lag ich mit Versand bei 950 €. Und hier vielleicht noch ergänzend die Information, das Setup in dieser hier gezeigten Konfiguration mit dem Truck Wheel ist nicht konsolenkompatibel. Sobald ich das Truck Wheel von der Wheelbase entferne und das Racing Wheel aufstecke, funktioniert alles, was an der Wheelbase angeschlossen ist, auch auf Xbox, beispielsweise um Forza Motorsport zu fahren. Leider gibt es auch in diesem Setup die konsolenspezifischen Einschränkungen, wie beispielsweise in der Telemetrie. Mein Ziel war es, ein Setup am PC zu schaffen, welches einen Truck-, Bus- oder Landwirtschaftssimulator möglichst realistisch darstellt. Nach vielen Vergleichen ist dies für mich auf dem Markt aktuell die Premium-Lösung. Günstigere Alternativen, beispielsweise das Aerosoft Truck and Bus Wheel System oder das Hori Truck Control System, konnten mich hier im direkten Vergleich nicht überzeugen. Solltest du eigene Erfahrungen mit anderen Systemen oder diesem hier gesammelt haben, dann lass es mich gerne über die Kommentarfunktion hier unter dem Video wissen. Auch für Fragen bzw. Ergänzungen steht dieser Bereich jederzeit offen. Däumchen und Abo bitte nicht vergessen. Und wer weiß, vielleicht gibt es in Kürze hier auf Andiana TV ja mal einen Livestream mit dem ETS 2. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch eine gute Zeit und bin raus.